Tabletop Lore präsentiert die Fraktionen von Wild West Exodus Teil 1. Die Union. Die Union, die durch den jüngsten Bürgerkrieg beeinträchtigt und durch die schrecklichen Technologien, die sie entfesselt hat, um den Sieg zu erringen, brutalisiert wurde, ist ein dunkles Spiegelbild ihres früheren Ruhms. Die Eroberung und Unterwerfung der ehemaligen Konföderation und des tieferen Südens sowie die neuen Möglichkeiten, die sich im Westen eröffnen, stellen einen düsteren Trost für die kriegsmüde Seele der Union dar. Die Union bejubelt das gewaltige Militär, das ihr Land jetzt führen könnte, um sicherzustellen, dass nie wieder jemand den brutalen Preis zahlen muss, den die Freiheit verlangt. Nichts kann jedoch das Feuer des amerikanischen Geistes wirklich löschen. Der militärisch-industrielle Komplex der Union, der durch seine eigenen Erfahrungen erschrocken und brutalisiert wurde, ist sich der Tiefe bewusst, in die der Mensch fallen kann. Die einzige Hoffnung besteht darin, dass er über Kraft und Entschlossenheit verfügt, angesichts großer Widrigkeiten, egal welcher Art, standzuhalten. Das Gesetz. Das Gesetz ist ein schwer fassbares Tier an der Grenze der Union. Nach dem brutalen Höhepunkt des Bürgerkriegs sind die westlichen Gebiete in das dystopische Zeitalter eingetreten. Eine Zeit der Gewalt und des Umbruchs, in der es für gewöhnliche Männer und Frauen fast keine Hoffnung mehr gibt, zu überleben oder gar zu gedeihen. Die ersten unter ihnen, die sich erheben, um sie zu verteidigen, sind die Gesetzeshüter des Marschalldienstes der Föderierten Staaten. Diese entschlossenen und einfallsreichen Männer und Frauen stehen für das Gesetz und handeln als Richter, Jury und wenn nötig als Henker derer, die Elend und Chaos säen würden. Die Gesetzlosen. Die Gesetzlosen sind ein wilder Mix aus Männern und Frauen. Jeder von ihnen geht seinen eigenen Weg in der Welt. Jeder von ihnen ist völlig unabhängig. Für die Union und die Gesetzeshüter gelten sie als verzweifelte und gefährliche Kriminelle. Der Begriff Gesetzloser ist eine Beleidigung für die Männer und Frauen der Union. In diesen schwierigen Zeiten, in denen Krieg und Gewalt gedeihen, folgen zwangsläufig Mörder, Banditen und Söldner. Die Gesetzlosen scharen sich um charismatische Männer und Frauen, die ihnen Ruhm, Vermögen oder ein glorreiches Schicksal versprechen. Das dystopische Zeitalter macht solche Individuen zu gesetzlosem Adel. Ihre Dienste sind Demonstrationen der Macht, um andere einzuschüchtern. Gesetzlose können einen reichen Mann in einen gefährlichen verwandeln. Natürlich ist es selbstverständlich, dass jede Beziehung, die ausschließlich auf Münzen basiert, schnell gefährlich werden kann, wenn ein Arbeitgeber seine Söldner nicht gut bezahlt. Die Kriegernation. Die Kriegernation zieht es vor, ihr Leben in der Natur zu leben und lebt in Übereinstimmung mit den Rhythmen der Erde. Abgestimmt auf die Jahreszeiten und das Geflecht von Leben und Tod, das alle Lebewesen miteinander verbindet. Sie sind in der Lage, eine Form von Geistenergie auszuüben. Sie sind die Verteidiger der natürlichen Welt, die Hüter aller geistigen Dinge. Doch in den letzten Jahren haben die Union und ihre Siedler die Aggression gegen die Kriegernation in Nordamerika verstärkt. Angesichts wachsender Bedrohungen und Vorzeichen für kommende, dunklere Zeiten versteht die Kriegernation, dass dies die größte Ursache für ihren Kampf sein muss. Denn kein Land bleibt lange bestehen, wenn es nicht in der Lage ist, die Waffen gegen diejenigen zu erheben, die es schädigen wollen. Die Kriegernation steht vereint gegen ihre Feinde und ist die größte Hoffnung der Menschheit, ob der Rest der Welt es nun erkennt oder nicht.